WMF Peak 50, die Reinigung der Brüheinheit. Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker. Bitte achten Sie darauf, das Gerät immer vollständig vom Stromnetz zu trennen. Um Zugang zur Brüheinheit zu schaffen, entfernen Sie zunächst den Satzkasten, die Tropfschale und die Auffangwanne und leeren Sie diese bei Bedarf. Ertasten Sie die Brühgruppe. Sie ist senkrecht in der Maschine platziert. Lösen Sie die Arretierung. Ziehen Sie dazu den Schieber an der Brühgruppe zu sich heran und halten Sie ihn fest. Nun ziehen Sie diese vorsichtig heraus. Um die Einheit für die Reinigung vorzubereiten, drehen Sie das Gewinde mit dem mitgelieferten Multitool gegen den Uhrzeigersinn, bis sich der Abstreifer in der vorderen Position befindet. Drücken Sie den Trichter leicht zusammen und ziehen Sie ihn nach oben ab. Ziehen Sie die Federn heraus, um sie zu entriegeln, und klappen Sie die Einwurfrutsche auf. Entfernen Sie Kaffeemehlreste mit einem Pinsel oder einer Bürste. Führen Sie nun die Reinigung selbst durch. Spülen Sie das Brühsieb unter fließendem Wasser aus oder reinigen Sie es mit einem Tuch. Verwenden Sie nur Wasser und kein Reinigungsmittel. Die Teile dürfen nicht in die Spülmaschine. Lassen Sie die Brüheinheit vollständig trocknen, bevor sie wieder eingebaut wird. Um den Brüher für den Einbau vorzubereiten, klappen Sie die Einwurfrutsche um und setzen Sie die Federn wieder auf. Drehen Sie das Gewinde am Kopf der Brüheinheit mit dem Uhrzeigersinn, bis sich der Abstreifer wieder in der Ausgangsposition befindet. Setzen Sie nun die Brüheinheit wieder ein. Drücken Sie dazu die Arretierung und bringen Sie den Brüher senkrecht nach oben, bis der Brüher einrastet. Setzen Sie zum Schluss die Auffangwanne, die Tropfschale und den Satzbehälter wieder ein. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und schalten Sie die Maschine an. Die Brüheinheit ist nun gereinigt und Ihre Maschine ist wieder einsatzbereit.